Die Universitäten in den USA, die sind so teuer, das kann sich niemand leisten. Studieren in den USA ist nur für sehr, sehr reiche Menschen. So zumindest die Meinung der deutschen Zuschauer hier auf diesem Kanal. Ist das wirklich so? Lass mal in die Preise direkt einsteigen. Also wir müssen unterscheiden zwischen einer Public University, also einer öffentlichen Universität in-State, also zum Beispiel in Texas, einer öffentlichen Universität out of State, zum Beispiel in Louisiana und Oklahoma, oder einer Private Universität. Und da ist es egal, ob das in-State oder out of State ist. Da gibt es 3 Preismodelle. Also Public, in-State, also zum Beispiel, wenn meine Tochter hier in-State in Texas in die Universität gehen würde, dann wäre das an einer öffentlichen Universität ungefähr 11.000 US-Dollar pro Jahr. Mal 4, Bachelor, 4 Jahre. Wenn das eine Public University ist out of State, also zum Beispiel in Oklahoma, in Louisiana, dann wären das ungefähr 23.000 US-Dollar pro Jahr im Studienjahr. Und wenn sie jetzt zum Beispiel auf eine Private-Universität geht, da ist das völlig egal, ob das in-State oder out of State ist, bist du ungefähr so bei 40.000 US-Dollar im Jahr. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn du musst natürlich auch wohnen und essen. Das heißt, irgendwie die Universitäten bieten immer so Pakete an, also Dorms kannst du da mieten, musst du teilweise sogar mieten und Meal Plans. So, und dann bist du bei einer öffentlichen Universität locker mal bei 20.000, out of state bei 40.000 und bei einer Private Universität bei 60.000 US-Dollar im Jahr. So, und darum machen viele Amerikaner Folgendes. Die gehen die ersten 2 Jahre auf ein Community College. Da kostet vielleicht $500 im Monat. Und dieses Community College, klar, da gibt es kein Housing, gibt es kein Meal Plan, da musst du noch dazu rechnen. Ne? Dann bleiben die 2 Jahre da, sammeln dann ihre Credits und transferieren dann die letzten 2 Jahre des Bachelors auf eine normale Universität mit einer hohen Tuition. Die sparen aber ganz schön viel Geld dabei. Das ist ganz schön smart. Und sind viele Amerikaner überschuldet? Ja, viele Amerikaner nehmen einen Kredit auf für die Universität und zahlen den danach auch lange, lange ab. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt so viele Stipendien hier, dass sich die Studiengebühren oft, wirklich sehr, sehr oft halbieren aufgrund der Stipendien. Also, es ist teuer, ja, es ist sehr teuer hier, aber viele können sich das leisten, viele wollen sich das leisten und oftmals findet man Wege, um die Preise genauso zu halten wie zum Beispiel in Deutschland. Denn in Deutschland ist das Studieren zwar nicht ganz kostenlos, aber du musst natürlich die Lebenshaltungskosten noch dazu rechnen, wie zum Beispiel Miete, öffentlicher Nahverkehr, Essen und Co. Und das ist in Deutschland ganz schön teuer.